Sklaverei, also die Behandlung von Menschen als rechtloses Eigentum, hat es weltweit in vielerlei Form gegeben. Doch eine davon sticht durch ihr globales Ausmaß und ihre andauernden Folgen hervor. Durch den atlantischen Sklavenhandel, der vom späten 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts stattfand und sich über 2 Kontinente erstreckte, wurden mehr als 10 Millionen Afrikaner gewaltsam nach Amerika gebracht. Dies hatte nicht nur Folgen für jene Sklaven und deren Nachfahren, sondern auch für Wirtschaft und Geschichte großer Teile der Welt. Jahrhundertelang hatte es über das Mittelmeer Kontakte zwischen Europa und Afrika gegeben. Der atlantische Sklavenhandel begann im späten 15. Jahrhundert mit portugiesischen Kolonien in Westafrika und der spanischen Besiedlung Amerikas kurz darauf. Der Anbau von Zuckerrohr, Tabak und Baumwolle in den neuen Kolonien war arbeitsintensiv und es gab nicht genug Siedler und Vertragsknechte, um das neue Land zu bestellen. Man versklavte Ureinwohner, doch viele starben an neuen Krankheiten und andere wehrten sich erfolgreich. Um den großen Bedarf an Arbeitskräften zu decken, wandten sich die Europäer nach Afrika. Dort gab es Sklaverei schon seit Jahrhunderten in verschiedenen Formen. Einige Sklaven waren Vertragsknechte, die sich nach einer gewissen Zeit freikaufen konnten. Andere waren eher wie europäische Leibeigene. In einigen Kulturen gehörten Sklaven zur Familie ihres Herrn, besaßen Land und stiegen sogar in Machtpositionen auf. Aber als weiße Schiffskapitäne Industriegüter, Waffen und Rum für Sklaven boten, hatten die afrikanischen Könige und Kaufleute wenig Grund zu zögern. Diese betrachteten die Menschen, die sie verkauften, nicht als Landsleute, sondern als Kriminelle, Schuldner oder Kriegsgefangene rivalisierender Stämme. Mit dem Verkauf bereicherten sich die Könige und stärkten ihre Reiche gegen feindliche Nachbarn. Die afrikanischen Königreiche profitierten vom Sklavenhandel, aber die große Nachfrage der Europäer sorgte für starken Wettbewerb. Die Sklaverei ersetzte Strafen für Verbrechen und das Erbeuten von Sklaven wurde zu einem Grund für Kriege statt zu deren Folge. Zur Abwehr von Sklavenraubzügen brauchten die benachbarten Reiche europäische Waffen, die sie ebenfalls mit Sklaven kauften. Wie ein Wettrüsten veränderte der Sklavenhandel überall auf dem Kontinent Gesellschaften und Wirtschaft. Die Sklaven selbst wurden unvorstellbar brutal behandelt. Sie wurden in Sklavenforts an den Küsten gebracht, rasiert, um Läusen vorzubeugen, gebrandmarkt und anschließend auf Schiffe nach Amerika verladen. Etwa 20% von ihnen betraten nie mehr festen Boden. Die meisten Kapitäne damals wollten auf ihren Schiffen möglichst viele Menschen unter Deck einpferchen. Ohne sanitäre Einrichtungen erkrankten viele und starben. Andere wurden wegen Krankheit oder zur Disziplinierung über Bord geworfen. Die Kapitäne sicherten sich ihren Profit, indem sie den Sklaven als Kaufnachweis die Ohren abschnitten. Einige Gefangene entzogen sich jedoch diesem Schicksal. Viele Afrikaner aus dem Landesinneren hatten nie Weiße gesehen und hielten sie für Kannibalen, die immer wieder kamen, um Menschen zu entführen. Aus Angst, gefressen zu werden oder um ihr Leid zu beenden, begingen sie Selbstmord oder hungerten sich zu Tode, in dem Glauben, dass ihre Seelen nach Hause zurückkehren würden. Wer überlebte, wurde völlig entmenschlicht und als bloße Fracht behandelt. Frauen und Kinder wurden über Deck gehalten und von der Besatzung missbraucht. Die Männer mussten Tänze aufführen, damit sie fit blieben und um Meutereien zu unterbinden. Die Schicksale der Afrikaner in der neuen Welt und die Folgen der Sklaverei für deren Nachkommen sind weitgehend bekannt. Die Auswirkungen des atlantischen Sklavenhandels auf Afrikas Entwicklung werden jedoch selten thematisiert. Der Kontinent verlor nicht nur über 10 Millionen Arbeitskräfte. Noch gravierender war langfristig der demografische Effekt, da die meisten entführten Sklaven Männer waren. Als die Sklaverei in Amerika und Europa schließlich verboten wurde, brachen die Königreiche, die sich darauf gestützt hatten, zusammen und konnten so leicht erobert und kolonialisiert werden. Der verstärkte Wettbewerb untereinander und die Einfuhr europäischer Waffen schürten Kriege und Instabilität, die bis heute anhalten. Durch den atlantischen Sklavenhandel entstanden auch rassistische Ideologien. In Afrika wurde Sklaverei meist nur als Bestrafung oder bei Stammeskriegen praktiziert. Die Europäer mit ihrer Universalreligion hingegen hatten die Versklavung von Mitchristen längst verboten und brauchten daher eine Rechtfertigung für eine Praxis, die eindeutig ihren Idealen der Gleichberechtigung widersprach. Also behauptete man, Afrikaner seien biologisch minderwertig und zur Sklaverei bestimmt. Und man tat viel, um diese Theorie zu rechtfertigen.
So wurde die Sklaverei in Europa und Amerika eine Rassenfrage, die es Sklaven und deren Nachkommen unmöglich machte, einen gleichberechtigten Status in der Gesellschaft zu erreichen. In all diesen Punkten war der atlantische Sklavenhandel ein massives Unrecht, dessen Folgen auch lange nach seiner Abschaffung noch nachwirken. Wenn wir die Geschichte verstehen, können wir aus der Vergangenheit lernen, damit wir unsere Fehler nicht wiederholen. Sieh dir dieses Video an und erfahre, wie Hitler in einem demokratischen Land an die Macht kommen konnte.